Wenn ich an meinen ersten Sommer in Deutschland denke, erinnere ich mich sofort an das erste Auto meiner Eltern. Ich war 5 Jahre alt, als sie es kauften. Es war ein gebrauchter Golf 2 in dunkelgrün für knapp 3000 Mark. Bis heute habe ich den Geruch der Stoffsitze in der Nase. Er flog uns als heißer Atem entgegen, jedes Mal, wenn mein Vater die Türen öffnete, nachdem der Wagen stundenlang in der Sonne gestanden hatte. Vor allem aber erinnert er mich an ein Gefühl, das meine Familie durch den Sommer 95 trug wie eine Wolke. Die Hoffnung, dass es uns gut gehen wird in diesem neuen Zuhause namens Deutschland. 30 Jahre später fährt mein Vater noch immer Volkswagen. Mein Opa fuhr Volkswagen, ebenso mein Bruder, mein Onkel, meine Tante. Ich durchquerte die USA in einem VW. Und als ich 6000 Kilometer bis hoch ans Nordkap und zurücktuckerte, tat ich das in einem, ihr wisst schon. Ich will nicht pathetisch klingen, aber VW war für mich nie bloß eine Automarke. VW war der Inbegriff des Gütesiegels Made in Germany. Kaum ein anderes Unternehmen ist so eng verwoben mit diesem Land, mit seiner Identität, mit seiner Geschichte, mit seinem Erfolg. VW stand beispielhaft für ein eisernes Wohlstandsversprechen an uns alle. Doch seit Jahren kriselt es beim größten Konzern der Bundesrepublik. Und damit bezeichnenderweise im ganzen Land. Die Wirtschaft stagniert, Gewinne brechen ein, Hunderttausende Jobs stehen auf dem Spiel. Während die Welt sich neu sortiert, wirkt ausgerechnet das Rückgrat der deutschen Industrie müde und fragil. Und mit ihr eine ganze Nation. Um zu verstehen, wie eng das Schicksal dieses Landes verknüpft ist mit dem Schicksal der Automobilbranche, bin ich nach Wolfsburg gereist. In eine Stadt, die es ohne Volkswagen nicht gäbe. Dorthin, wo die Zukunftsangst am lautesten dröhnt. Ins Epizentrum einer Krise. Wo alte Versprechen nichts mehr wert sind und Sicherheiten wegbrechen wie morsche Äste. Ich war unterwegs in einer Stadt, die wie kaum eine andere vom deutschen Aufstieg erzählt. Und der nun ein beispielloser Absturz droht. Ich wollte wissen, was VW den Menschen hier wirklich bedeutet und was passiert, wenn dieser Riese taumelt. Mit dieser Stadt, mit diesem Land, mit uns. Was wäre das Autoland Deutschland ohne das Auto? Was bleibt, wenn der Motor verstummt? Ich heiße Santina Curcuruto, bin Italienerin, seit 1970 hier in Deutschland. Ich bin mit 8 Jahren nach Wolfsburg gekommen, weil mein Vater hier angefangen hat, bei VW zu arbeiten. Ja, und meine Eltern haben dann eine Gastronomie übernommen hier in Wolfsburg. Da war ich 14. Und habe nebenbei nach der Schule dann ein bisschen mitgejobbt, also geholfen. Und eigentlich wollte ich was anderes lernen, aber die haben uns gebraucht, meine Schwester und mich. Und dann haben wir bei denen angefangen zu arbeiten. Und dann war dieses Lokal leer, das stand leer. Und mein Mann kam immer abends und hat gesagt, guck dir das an, das wäre doch unser Laden. Und so fing das an. Und es waren am Anfang sehr, sehr schwierige Zeiten. Sehr schwer, weil hier oben war so ein bisschen eine tote Ecke. Dann wurde dieser Abschnitt, hier kam das Kunstmuseum später und Süddorf-Center. Dann sind die Leute doch bis hierher gelaufen und haben uns dann so langsam kennengelernt. Die schönste Zeit fürs Restaurant war halt, als die VfL-Meisterschaft gewonnen hat. Da waren also in der Stadt hier, bei der Meisterschaft waren so viele Leute, die Bühne war genau vor unserem Lokal, also wir waren dann mit im Mittelpunkt. Und als diese Menschenmasse hier war auf dem Platz, das ist einmalig, die Stimmung, die hier war in Wolfsburg, als wir gewonnen haben. Die Spieler kamen auch alle hier essen, das war wirklich schön. Aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr so. Jetzt kriselt es hier in Wolfsburg halt. Ne? Wie gesagt, wenn VW hustet, sind wir alle krank und wir merken es alle. Viele haben zugemacht, viele Insolvenzen und ja, die Leute sparen, haben Angst vor der Zukunft und klar, man spart als erstes auch am Luxus. Das heißt, Essen gehen ist ja auch Luxus. Es ist viel weniger geworden, viel weniger. Und also ich mache mir Sorgen für die Zukunft, gebe ich zu.
Ich sag mal, ich habe jetzt meine 40 Jahre hier und ich weiß noch nicht, wie lange ich hier noch machen werde. Ich bin ja 64. Aber für die jungen Leute, für die Generation hier in Wolfsburg ist es eine schwere Zeit. Es wird noch schwieriger, was auf die zukommt. Ja, denkst du? Ja. Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft und. Wenn's läuft, fragt niemand, wohin. Und lange Zeit lief Deutschland wie ein gut geölter Golf. Dieses kleine Land, arm an Rohstoffen, gezeichnet vom Grauen seiner eigenen Geschichte, stieg innerhalb weniger Jahrzehnte zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Aus Ruinen wurden Fabriken, aus Trümmern Wohlstand, aus einer zerbombten Nation der Exportweltmeister. Und der Motor dieses Aufstiegsmärchens brummte genau hier, im niedersächsischen Wolfsburg. Ein Ort im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft. Von der Kuhwiese zur Industriemacht, vom Dorf zur reichsten Stadt der Republik. Hier steckt das Herz von Volkswagen. In einer Fabrik, die zeitweise die größte der Welt war. Von dort stieg VW zum Giganten auf, mit Hunderttausenden Beschäftigten, Millionen verkauften Fahrzeugen und Jahresumsätzen, die noch immer höher sind als die Wirtschaftsleistung ganzer Staaten. Wolfsburg ist keine Stadt mit einem Werk. Wolfsburg ist ein Werk mit einer Stadt. Heute leben hier 130.000 Menschen. Fast jedes Schicksal ist mit dem Konzern verknüpft. Allein das Stammwerk beschäftigt 62.000 Mitarbeiter. Sie kommen aus ganz Deutschland und aus aller Welt. Und sie alle fanden hier eine Gewissheit, die so unumstößlich schien wie das Amen in der Kirche. Wer den Motor mit am Laufen hält, bekommt ein Stück vom deutschen Traum. Dieser Motor ließ eine Gesellschaft daran glauben, dass es immer weiter bergauf gehen wird. Die Sirenen der Fabrik gaben den Takt vor wie Kirchenglocken. Morgens strömten Zehntausende Arbeiter durch die Werkstore, abends leuchteten die Einfahrten frisch gebaute Reihenhäuser. Dazwischen Urlaubsreisen ans Mittelmeer, Grillabende im Garten, Spitzenfußball am Wochenende und die tiefe Sicherheit, dass es den eigenen Kindern sogar noch besser gehen wird. Volkswagen produzierte nicht einfach nur Autos. Der Konzern produzierte Zuversicht. Rund um den Bahnhof mag die Stadt dröge wirken, leicht künstlich, etwas charakterlos. Doch der erste Eindruck täuscht. Überall schossen Cafés, Bars und Restaurants aus dem Boden wie Pilze. Kinos und Museen entstanden, Theater und Konzerthallen, Seen und Parks. Und für viele Menschen wurde Wolfsburg ein verdammt guter Ort zum Leben. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Tragik dieser Stadt und irgendwie auch dieses Landes. Denn Systeme, die jahrzehntelang funktionieren, fühlen sich irgendwann an wie Naturgesetze. Und wer zweifelt an den Gesetzen der Natur? An diesem Nachmittag treffe ich Joel. Der 27-Jährige nennt das Wolfsburg seiner Kindheit eine Utopie. Und noch heute ist er ein echter Lokalpatriot. Er ist politisch aktiv, er liebt seine Stadt und er ist nicht bereit, sie aufzugeben. VW, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, zahlt sehr, sehr gute Gehälter und dadurch kann es den Leuten hier eben sehr, sehr gut gehen. Und viele Leute haben hier, glaube ich, eingeschlossen so meiner Familie, Chancen gekriegt, die sie halt in anderen Orten wahrscheinlich nicht in der Form gekriegt haben oder gekriegt hätten und sich halt zum Beispiel einen Traum von Eigenheim eben vielleicht doch etwas leichter realisieren konnten, als es woanders möglich gewesen wäre. Und dementsprechend ist man sehr behütet irgendwie aufgewachsen, weil man wusste, okay, es gibt Volkswagen, ich gehe zur Schule, dann mache ich später irgendwas bei VW und dann ist die Welt ja irgendwie in Ordnung. Also ich habe als Kind so einen VW Käfer, so als Bobbycar gehabt, wo dann halt natürlich auch VW-Logo drauf war. Wenn du dann irgendwie so als 3- oder 4-Jähriger in die Autostadt gehst und das regelmäßig, dann macht das natürlich auch total einen Eindruck so auf dich und du kriegst halt irgendwie auch schon als Kind mit, dass hier alles irgendwie mit VW zusammenhängt. In der Schule war es bei uns so, wenn du aus dem Fenster geguckt hast, dass du da halt auch die 4 Schornsteine von VW gesehen hast und die siehst du von überall gefühlt. Die Welt war VW und die Welt war ja in Ordnung, so wie sie war. Aber dann halt mit dem Dieselskandal hat es zum ersten Mal so einen Riss gegeben. Da gab es noch sehr, sehr starke so Solidaritätsbekundungen, so auch von den Beschäftigten und von den Leuten, die irgendwie auch so Sticker auf ihren Autos hatten. So. Und dann, glaube ich, kam halt so eine Zeit, wo man gemerkt hat, okay, das tut schon weh, dieser Skandal, also auch wirtschaftlich. Und dann kam halt Corona, dann kam der Krieg in der Ukraine. Spätestens in den 20er Jahren, also diesen 20er Jahren, ist die Stimmung, glaube ich, sehr ins
fast ins Gegenteil umgeschwenkt. Ja. Mein Vater ist ganz normaler Arbeiter und der berichtet halt auch, dass die Stimmung in der Abteilung dort, wo er ist, halt schlecht ist und wo früher man irgendwie neutral oder positiv über seine Arbeit geredet hat, jetzt halt alles durch diese multiplen Krisen irgendwie überschattet ist und die Leute auch tatsächlich Angst haben, sodass sie irgendwie ihren Job verlieren könnten oder halt irgendwie Kredite nicht mehr bezahlen können oder halt eben hier keine Perspektive mehr haben. Bei den Zulieferern geht es ja noch schneller, also die haben schon deutlich früher angefangen, auch Jobs abzubauen. Und ja, das zieht sich so ein bisschen durch alles durch. Also die Stimmung ist nicht, es schwebt sowas in der Luft. Also es ist irgendwie sowas in der Luft, was früher mal vielleicht irgendwie neutral positiv war, was jetzt halt eher Angst, Abstiegsangst und so ist. Also ich bin von Grund auf eigentlich optimistisch so, und deswegen glaube ich, dass wir das auch irgendwie hinbekommen, weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt in Wolfsburg auch verstanden haben, dass die Welt größer ist als Volkswagen. Also Volkswagen wird immer Teil unserer Identität sein, aber ich glaube, das, was viele Menschen für sich jetzt irgendwie herausgefunden haben, dass die Welt größer sein kann, dass wir das auch als Stadt irgendwie herausgefunden haben. Und jetzt versuchen wir auch irgendwie zu gucken, wie kann man die Stadt weiterentwickeln. Die Stadt plant jetzt halt eben neue Industrien hier auch anzusiedeln, um einfach den Leuten, die hier sind, Perspektiven zu geben. Und auch wenn das erstmal so wirkt, als wäre alles sehr schwierig, und es ist auch alles schwierig, glaube ich, dass der Pessimismus da nicht sonderlich hilft. Wir haben eigentlich in diesem Land, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind eigentlich ein super tolles Land, und das ist uns verloren gegangen, das auch so irgendwie wahrzunehmen. Und du brauchst eine Erzählung, das will ich sagen. Du brauchst eine positive Erzählung für das Land, und die hat aktuell keine. Hallo Leute, bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, lassen sich solche Dokus nur mit der Unterstützung starker Partner realisieren. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an LiveFresh. Ich hatte vor 2 Monaten Geburtstag und habe das als Anlass genommen, um ein paar Dinge in meinem Leben zu ändern. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, alte ungesunde Gewohnheiten abgelegt. Ich mache jetzt mehr Sport und achte deutlich bewusster auf meine Ernährung. Und genau dabei hat mir LiveFresh tatsächlich geholfen. Ich habe nämlich die 5 Tage Saftkur ausprobiert, bedeutet 5 Tage lang Fasten. 5 Tage lang, alle 2 Stunden, ein kaltgepresster Saft. Und genau das war für mich wie ein kompletter Neustart für meine Routinen. Einfach mal raus aus alten Gewohnheiten und wieder bewusster auf den eigenen Körper hören. Und das Überraschende, es hat sich weniger nach Verzicht angefühlt als erwartet. Und das liegt vor allem daran, dass die Säfte richtig geil schmecken. Mein Favorit war zum Beispiel Sommergefühle mit Erdbeere, Mango und Limette. Die Säfte sind frei von Konservierungsstoffen und zugesetztem Industriezucker. Die Kur wurde wissenschaftlich entwickelt und liefert wichtige Vitamine und Nährstoffe. Für mich war das einfach eine richtig coole Herausforderung und gleichzeitig ein guter Startschuss für neue Routinen. Wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, den Link zu LiveFresh findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, und mit dem Code Notizen15 spart ihr 15% auf eure Bestellung. Checkt das unbedingt mal ab. Danke an LiveFresh, und jetzt zurück zum Video. Papa, ich habe einen Freund in meiner Klasse. Seine Eltern haben 3 Pferde, aber die stehen nur im Stall rum. Und der Vater von einem anderen Jungen, der hat ein unheimlich großes Boot und der fährt nie damit. Blöd, was? Und die Eltern von Klaus-Peter, die haben einen so tollen Swimmingpool, aber keiner geht rein. Und ich? Was soll ich denn sagen, was wir haben? Sag doch einfach, wir fahren Golf. GTI. Bei Volkswagen liegen Aufstieg und Absturz nah beieinander. Hier stehen die glänzendsten Kapitel deutscher Geschichte Wand an Wand neben ihren dunkelsten Abgründen. Auf der einen Seite fütterte das Werk in Wolfsburg einst die Kriegsmaschine der Nazis und half dabei, Europa in Schutt und Asche zu legen. Auf der anderen Seite öffneten dieselben Hallen Jahrzehnte später Generationen von Einwanderern die Türen in ein besseres Leben. Einerseits ist VW das eiserne Versprechen von Made in Germany, ein Synonym für Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Qualität. Andererseits das lebende Beispiel für deutsche Überheblichkeit und lebende Arroganz. Ich kann beides spüren, als ich durch die Autostadt in Wolfsburg laufe. Durch diesen Freizeitpark auf 25 Hektar. Dieses hypermoderne Denkmal der eigenen Automobilkultur. Die Fassaden spiegeln das blasse Licht des Himmels, der Rasen ist millimetergenau geschnitten, die Wege so rein, dass man von ihnen essen könnte. Familien laufen hier staunend umher wie Pilger in einer Kathedrale des Industriezeitalters. Hier wird deutsche Geschichte nicht einfach erzählt, sie wird inszeniert. Und genau darin liegt eine bittersüße Melancholie. Denn dieser Ort ist kein Tempel der Zukunft mehr.
sondern ein Mausoleum der Vergangenheit. Er ist das Symbol einer Gesellschaft, die sich panisch an die Triumphe von gestern klammert, weil sie nicht bereit ist für die Welt von morgen. Doch die Wahrheit ist simpel. Erfolg ist kein Museum. Und die Erde dreht sich weiter. Selbst dann, wenn niemand mehr ein deutsches Auto kauft. Der Wohlstand dieses Landes war nie das natürliche Ergebnis deutscher Tugenden. Wir haben uns den Erfolg nicht verdient, weil wir so viel klüger und so viel fleißiger waren als der Rest der Welt. Nein, wir hatten vor allem verdammt viel Glück. Das Glück, jahrzehntelang in einer Weltordnung zu leben, die wie maßgeschneidert war für dieses Land. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Billige Energie, offene Märkte, eine globalisierte Wirtschaft, die deutsche Maschinen und Autos sanft in jeden Winkel des Planeten trug. Und genau hier beginnt die eigentliche Krise dieses Landes. Wir glauben noch immer, dieses historische Fenster bliebe ewig geöffnet, obwohl es sich längst schließt. Vielleicht fühlt sich die Krise von Volkswagen deshalb so unheimlich persönlich an, weil wir insgeheim wissen, dass eine Epoche endet und dass die Zeiten, in denen Deutschland wie selbstverständlich zu den großen Siegern zählt, vorbei sind. Genau darin liegt die große Herausforderung. Für VW, für Wolfsburg, für Deutschland. Nicht den alten Motor künstlich am Laufen zu halten, sondern den Mut zu finden, einen neuen zu bauen. Dafür braucht es Menschen, die verstehen, dass Nostalgie allein kein Geschäftsmodell ist. Menschen wie Stefan. Mein Urgroßvater war schon bei Volkswagen, direkt nach dem Krieg. Das ist jetzt so die 4. Generation, die ich sozusagen bei Volkswagen bin in unserer Familie. Und das gehört irgendwie mit dazu. Ich habe gesehen, was das Unternehmen auch so uns als Familie ermöglicht hat, dass wir alle ein gutes Leben führen konnten. Und für mich war daher immer klar, dass es auch mein Arbeitgeber sein wird. Und dann bin ich 2010 nach dem Abi, hatte ich mich hier beworben und hatte dann eben auch die Zusage dann bekommen. 2015, sage ich immer, war so dieser Wendepunkt, der sehr deutlich ist, weil 2015 ist der VfL Deutscher Meister geworden, DFB-Pokalsieger geworden zum ersten Mal, Vizemeister geworden. Die Grizzlies standen, glaube ich, im Halbfinale. Die Frauen waren in der Weltspitze des Frauenfußballs. Und der ganzen Stadt ging es eigentlich unfassbar gut. Und Volkswagen war auf dem Weg, der größte Automobilhersteller zu werden, oder war es sogar schon vor Toyota. Und dann kam plötzlich diese Zeitenwende, wo es auf einmal hieß, okay, jetzt ist da was passiert, was definitiv nicht gut war und was Auswirkungen haben wird. Ich erinnere mich, dass wir dann kurz danach so ein Gespräch mit unserem Betriebsrat hatten, der versucht hat, das einzuordnen und wirklich meinte, ja, Volkswagen hatte auch in der Vergangenheit immer mal wieder Krisen und es ging dem Konzern immer mal wieder schlecht. Aber das, was jetzt kommt, ist wirklich existenziell. Und es ist eigentlich ja seit 2015 so ein Dauerzustand, dass es eben dem Konzern nicht gut geht, dass es der Automobilindustrie nicht gut geht, dass es dem Standort seitdem nicht gut geht. Und ich glaube, damit hat damals auch einfach keiner gerechnet, weil es dachten alle, es ist wie üblich so ein Konjunkturzyklus, 3-4 Jahre, mal eine schlechte Phase, da brauchen wir unsere Rücklagen auf und danach geht es dann wieder bergauf. Und dieses Bergauf, da warten jetzt gefühlt so alle drauf und irgendwie rückt das immer so in weitere Ferne. Und ich glaube, da macht sich bei vielen auch eine Art Resignation breit, einfach zu sagen, okay, jetzt wurde vieles versucht, es funktioniert irgendwie alles nicht und irgendwie geht es auch nicht so richtig bergauf. Und das merkt man, glaube ich, auch durchaus in der Stadt. Zuliefererbetriebe, die nicht mehr in Wolfsburg dann oder nicht mehr so groß in Wolfsburg sind. Der Konzern sagt ständig, dass er Stellen abbauen möchte. In der Stadt, die Finanzen sind seitdem nicht besser geworden, was auch verschiedene Gründe hat, nicht nur Volkswagen. Aber das verstärkt sich gerade alles einfach so. Dem Fußballverein geht es nicht gut. Die Grizzlies waren jetzt auch nicht mehr so erfolgreich, die Frauen sind nicht mehr in der Weltspitze. Deswegen ist das alles so ein bisschen, es hat sich alles so stark gedreht. Und ich glaube, so dieses Selbstbewusstsein, was man früher auch als Wolfsburger hatte, zu sagen, ey, wir sind zwar eine kleine Großstadt, aber wir sind eine echt coole Großstadt und wir haben richtig viel zu bieten. Das schwindet so ein bisschen langsam, weil man merkt, man kommt so in eine Realität an, dass es eben wahrscheinlich nie mehr so wird, wie es mal war. Gerade als Familienvater geht das hier in Wolfsburg noch lange weiter? Was mache ich mit meinem Haus? Behalte ich das? Was macht meine Tochter? Also ich werde die wahrscheinlich nicht dazu treiben, unbedingt zur VW zu gehen. Wenn sie das kann sie dann frei entscheiden, was sie machen möchte. Aber natürlich macht man sich darüber dann auch Gedanken. Wenn man sieht, wie günstig chinesische Anbieter Fahrzeuge in Europa auf den Markt bringen können und wie langsam der Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangeht, wie langsam teilweise auch politische Voraussetzungen geschaffen werden, um eine europäische Automobilindustrie wettbewerbsfähig und attraktiv zu halten. Und das frustriert dann teilweise schon, gerade wenn dann auch so Entscheidungen kommen wie jetzt aus Berlin, dass das Verbrenner aus nochmal verzögert wird, wo es eigentlich klar ist, dass es nur in diese eine Richtung geht und man jetzt versucht, das so krampfhaft am Leben zu erhalten. Und ich finde, das ist so ganz häufig in der deutschen Politik, auch in Wolfsburg und auch bei Volkswagen durchaus so, dass man
vielleicht teilweise ein bisschen zu lange an dem festhält, was einen früher erfolgreich gemacht hat und nicht ganz klar den Schritt geht in die neue Richtung. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man da noch stärker hinkommt, wirklich zu sagen, wo wollen wir denn hin und jetzt tun wir auch alles dafür, dass es so wird. Hey, schickes Auto. Ja. Kleiner Familienausflug zum Strand. Mit Mutti und den Kleinen. Ja, mit Kindern braucht man ordentlich Platz, was? Volkswagen. Aus Liebe zum Automobil. Ich habe in den vergangenen Jahren Menschen aus aller Welt getroffen. Unternehmer in Saudi-Arabien, Nomaden in der Mongolei, Farmer in Australien. Doch nirgendwo sonst ist mir eine Kultur begegnet, die sich so radikal über ihre Arbeit definiert wie die deutsche. Nirgendwo hängt der eigene Wert so eng am eigenen Job. Nirgendwo wird so schnell gefragt, was man beruflich macht. Und nirgendwo gibt es so langweilige Antworten darauf. Das gilt im Großen für dieses ganze Land. Die Bundesrepublik prahlte jahrzehntelang mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg. Mit ihrer Ingenieurskunst, ihren Exportzahlen, mit dem Gütesiegel Made in Germany und all dem, wofür es stand. Stecken wir vielleicht auch deshalb in einer Identitätskrise, weil uns niemand mehr für unsere tollen Autos bewundert? Für unsere Motoren und unsere Maschinen? Weil uns niemand mehr applaudiert für unsere Disziplin und uns niemand auf die Schulter klopft für unsere Effizienz? Wir haben uns jahrzehntelang eingeredet, die wirtschaftliche Weltspitze sei unser natürlicher Lebensraum. Aber wir sind ein kleines Land auf einer riesigen Karte. Vielleicht zwingt uns dieser Epochenbruch zu einer fast schon schmerzhaften Demut. Vielleicht liegt darin aber auch eine historische Chance, nämlich endlich herauszufinden, wer wir eigentlich sind. Welchen Wert haben wir eigentlich als Gesellschaft, wenn man unseren Wohlstand abzieht? Können wir eine Kultur sein, die stolz auf etwas anderes ist als auf ihre Industrie, auf ihr Geld, auf ihre Autos, auf ihre Häuschen? Können wir eine Nation sein, die sich nicht nur über das definiert, was sie besitzt? An meinem letzten Nachmittag in Wolfsburg lande ich in einer echten Institution der Stadt. In einer kleinen Arbeiterkneipe direkt am Tor 17, in der Tunnelcheck. Seit Jahrzehnten treffen sich hier Menschen aus aller Welt, auf einen schnellen Espresso vor der Frühschicht oder auf ein kühles Bier danach. Bruno steht hier seit 30 Jahren hinter der Theke. Er verdient deutlich weniger als die meisten drüben bei Volkswagen. Er arbeitet deutlich mehr. Und trotzdem liebt er es hier, auch mit 74 Jahren. Vielleicht, weil echter Erfolg am Ende mehr ist als Geld. Ich habe gearbeitet bei VW, genau 10 Jahre. Die 10 Jahre habe ich ausgenutzt, um ein bisschen Geld zu sparen. Und habe ich mein erster Restaurant aufgemacht. Ich habe ungefähr nach 20 Jahren erfahren, dass die Tunnelschenk existiert. Weil der Besitzer, oder der ehemalige Besitzer, kam bei mir essen im Restaurant. Und wir sind Freunde geworden und hat er mir so ein bisschen erzählt. Und irgendwann ruft er mich an und fragt, ob ich die Tunnelschenk haben will. Das war 96. Und natürlich, und habe ich ohne zu wissen, wo die Kneipe ist, habe ich einfach zugeschlagen. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme es. Und seitdem bin ich hier drin. Sehr, sehr interessant und sehr schön hier drin.
Volkswagen-Präsident, der war auch einmal hier, andere waren auch hier von der Autostadt, die Chef, ehemalige Chef. Aber vor allem sind die VW-Arbeiter, die für mich, wo ich sehr viel Wert lege, weil die sind mir gegenüber einfach wirklich im Herzen, also sie sind im Herzen gewachsen, es ist toll. Habe ich kein einziges Problem gehabt, nur Freunde. Keine Gäste, meine Gäste sind Freunde geworden. Und es ist meine zweite Zuhause. Heute ist deutlich weniger geworden durch die Krisen, die es immer wieder gibt. Die Verträge, die Verhandlungsverträge, da wird ja auch so ein bisschen spekuliert, ein bisschen geredet, ein bisschen Angst gemacht vielleicht. Okay, gibt es eine Kritik, ist normal, muss man als Chef oder als VW würde ich gerne annehmen, weil durch Kritik kann man auch immer sich verbessern. Aber die Leute haben Vertrauen zu VW, die gehen gerne da arbeiten und sind immer noch, dieser Pessimismus wird ein bisschen abgedrängt. Ich denke, es wird wieder. Wie ist das bei dir? Genauso. Bei mir genauso. Ich bin, wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr Umsatz haben, aber kann man nicht alles haben. Geh mal aus dem Bild, Papa. Hallo Ida, ich habe mal einen Hecht gefangen, der war doppelt so groß wie eurer heute, 2 Meter lang. Laut ChatGPT, Hechte sind zwischen 60 und 100 Zentimeter lang. Ist okay, Papa. Nein, das war ein besonderer Hecht, der war blau und hatte überall glänzende Punkte. Eine Regenbogenforelle ist blau und gepunktet. Ist okay, Papa. Er hatte eine rote Schwanzflosse. Zwergforellen haben eine rote Schwanzflosse und wiegen bis zu 100 Gramm. Es ist okay, Papa. Immer gut informiert, ob du willst oder nicht. Der Tyron mit KI-Online-Sprachassistent Ida. In Wolfsburg geistert ein Gespenst durch die Straßen der Stadt. Die Angst, irgendwann so zu enden wie Detroit. Die amerikanische Metropole galt einst als Symbol der Moderne. Hier wurde der amerikanische Traum auf 4 Rädern gebaut. Bis in die 60er Jahren kamen 9 von 10 Autos in den USA aus Detroit. Fabrikarbeiter verdienten mehr als Akademiker. Die Stadt war reich, stolz und überzeugt davon, dass der Aufstieg ewig weitergehen würde. Doch dann veränderte sich die Welt. Automatisierung vernichtete Arbeitsplätze. Ausländische Konkurrenz eroberte den Markt. Die Ölkrise traf die Industrie mit voller Wucht. Und aus dem rauschhaften Aufstieg wurde ein jahrzehntelanger Absturz. Heute ist Detroit die ärmste Stadt der USA. Sie verlor mehr als die Hälfte seiner Einwohner. Ganze Straßenzüge verschwanden, Fabriken verfielen. Die einst reichste Stadt Amerikas meldete 2013 Insolvenz an. Was also bleibt von Wolfsburg, sollte Volkswagen irgendwann fallen. Industrien sind sterblich, Wirtschaftswunder auch. Imperien verschwinden, Fabriken schließen und selbst die mächtigsten Motoren verstummen irgendwann. Doch Städte sterben selten auf einmal. Sie verändern sich, sie fallen, aber irgendwann beginnen sie wieder aufzustehen. Selbst Städte wie Detroit. Denn es wird immer Menschen geben, die Möglichkeiten sehen. Menschen, die nicht verzweifelt an dem festhalten, was einmal war, sondern bereit sind, sich neu zu erfinden. Die gestalten statt klagen, die nach vorn blicken statt zurück. Und ausgerechnet hier, im Epizentrum einer deutschen Krise, habe ich verdammt viele solcher Menschen getroffen.